Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Meine Erkältung ist vorbei. Naja, nicht wirklich, aber sie ist im Abklingen und deswegen kann ich mal wieder ein kleines, aber feines Video machen. Und zwar möchte ich euch in diesem Video es ist keine Custom Node, es ist mehr eine ComfyUI Extension vorstellen, die allerdings über die Custom Nodes installiert werden kann. Und zwar ist das die, wenn ihr den ComfyUI Manager habt, die Failfast, so nennt sich das Ganze, Failfast ComfyUI Extension. Die habe ich installiert, könnt ihr hier einfach drüber machen. Und hier kommt ihr auf den Link zur GitHub-Seite und die befindet sich hier. Und das ist auch ein guter Einstieg für mich, wieder ein kurzes Video zu machen, weil ich glaube, da muss ich nicht so viel machen jetzt gerade, weil die Beschreibung hier von dieser Extension ist ziemlich gut. Wir können uns da aber mal Stück für Stück durchhangeln und ich zeige euch mal ein paar Kniffe, worauf man vielleicht hier und da doch achten sollte. Und zwar Installation wie gehabt über den ComfyUI Manager ist es am bequemsten. Ihr könnt natürlich über Git das Repository klonen, auch wie gehabt, oder manuell runterladen. Die Beschreibung steht hier. Ansonsten schaut doch gerne mal in mein Custom Nodes Video rein. Da ist das auch alles erklärt, wie das funktioniert, aber meine Empfehlung ist immer der ComfyUI Manager an der Stelle. So, und hier geht es auch schon los, was diese Extension macht. Und zwar findet ihr einen Großteil davon in den Settings. Und die befinden sich hier rechts unter diesem Zahnrad, falls ihr das noch nicht wisst. Hier sind die Settings von ComfyUI. Da gibt es Standard-Settings, die in der Vanilla-Version mitkommen. Und diese Extension unter anderem erweitert diese Dinge. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir kriegen hier einen ganzen Haufen neuer Settings dazu. Und die Options sind auch hier unten schön erklärt. Und deswegen können wir da auch mal Stück für Stück einfach durchgehen. Auch mit dem Default-Wert. Ich sage dann wahrscheinlich immer ein bisschen was dazu. So, Force Snap to Grid ist das erste. Und das ist hier. Das habe ich angehakt bei mir, weil das ist echt super, super praktisch. Und zwar, was das Ganze macht, ist, dass es, wenn ihr Nodes hinzufügt und die bewegt, dann werden die automatisch in das Grid, also in das Gitternetz hier hinten gehängt. Und das hat den Vorteil, dass die Nodes per Default eigentlich schon wesentlich schöner werden, wenn ihr die zieht. Das snappt dann halt hier so direkt ein. Und parallel dazu könnt ihr die Grid Size hier unter Grid Size einstellen. Ich habe die bei mir auf 20. Das funktioniert ganz gut. Man kann aber auch mal hier richtig hochdrehen, sagen wir mal 200. So, wenn man die Nodes anklickt, dann richten die sich automatisch aus. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier Probleme, damit ein bisschen das korrekt zu ziehen. Aber es richtet sich jetzt alle 200 Pixel automatisch im Grid aus. Das gefällt mir gar nicht. Ich gehe wieder runter auf meine 20. So. Knackpunkt bei der Sache ist, wenn ihr Workflows ladet, die dieses Feature nicht installiert haben und ihr klickt auf eine Node. Ich kann das hier mal machen. Load und nehme dann mal mein Upscale Workflow von damals. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann fangen sich diese Nodes an, automatisch auszurichten. Das führt leider ein bisschen dazu, also ich ziehe nicht, ich klicke hier nur. Das führt leider ein bisschen dazu, dass ältere Workflows, die das Feature nicht haben oder die nicht im Grid aligned sind, ja, dann doch ein bisschen verrutschen und man muss die nachschönen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dieser Extension oder an diesem Setting hier an der Stelle. Allerdings finde ich es super angenehm, damit zu arbeiten. Und falls ihr es noch nicht wusstet und noch nicht damit gearbeitet habt, ihr habt das Grid auch standardmäßig im ComfyUI drin. Dann müsst ihr beim Ziehen allerdings die Shift-Taste. Gut, ihr seht jetzt nicht, dass ich Shift dabei drücke. Glaubt es mir einfach, wenn ihr Shift drückt und dann zieht, dann richtet sich die Node auch am Grid aus. So, wir schauen mal weiter. Das nächste ist Force Box Shape.
removes round corners from all nodes. Und das kann man ganz gut sehen. Ich gucke mal, dass ich ein paar Corners hier erwische. Ja, okay, das reicht. Und zwar ist das im Moment Force Box Nodes hier. Damit werden alle Nodes zu Boxen gemacht. Und das könnt ihr sehen, wenn ihr hier schaut und hier schaut. Dann wird aus rund einfach eckig. Das ist jetzt nicht besonders spektakulär. Die Option gibt es. Ja, ich habe sie aus bei mir. Ich mag eigentlich das Abgerundete. Sieht alles ein bisschen weicher aus. Render Shadows ist so ähnlich. Ihr seht hier im Hintergrund, dass bei jeder Node ein Schatten gerendert wird. Könnt ihr ausmachen, dann habt ihr die Node wirklich draufgeklebt auf euer Grid. Ich mag es auch lieber mit Schatten an der Stelle. Connections Width. Die Connections Width. Moment, ich muss hier mal ein bisschen jetzt umschalten und so gucken, dass man es auch sieht. Die Connections Width betrifft diesen Bereich hier. Das ist eine Connection. Und halt, das war falsch. Hier. Damit könnt ihr einfach angeben, wie breit dieser Strich sein soll. Ob er jetzt ganz dünn sein, nur 2 Pixel oder ganz dick mit 8 Pixeln. Ich lasse ihn mal auf 3 Pixel. Das passt schon. Font Size. Das ist die Font Size von Text Areas. Und das kann mitunter auch ganz praktisch sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das hier ist eine Text Area, so ein Positive oder Negative Prompt. Wenn man hier jetzt mal reinschreibt, hier steht ein Text. Hier steht ein Text. Here is a text. Dann, ich mache mal unten das G-Ink wieder kleiner. Dann könnt ihr hiermit einfach angeben, wo ist es hier, Font Size for Text Areas, wie groß der Font hier sein soll. Für mich reicht 10 aus. Ich hatte mal überlegt, für Videos vielleicht größer zu machen, aber man kann ja auch immer reinzoomen. Ne? Aber vielleicht ist es ja für euch durchaus praktisch, hier eine bessere Übersicht hinzukriegen. Als nächsten Punkt haben wir Colored Nodes. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht zeigen möchte hier. Das findet ihr hier. Ihr könnt hier umschalten zwischen den Dingen, die hier erklärt sind. Das ist zum Beispiel das hier. Dann macht ComfyUI nämlich Folgendes. Es koloriert die Nodes automatisch. Es gibt eine Einstellung, wo Positives und Negatives dementsprechend, also rot oder grün markiert werden. Oder halt random. Ich mag es nicht. Ich möchte lieber die Nodes selber farblich markieren können, so wie ich das für sinnvoll halte, weil es soll ja eigentlich für mich Übersicht schaffen. Und ich habe hier bemerkt, dass es sich ein bisschen komisch verhält. Wenn ich das angemacht habe, wurden diese Nodes, also nicht mehr von diesem Standardgrau, die wurden irgendwie ein helleres Grau und die danach dann wieder in dieses Standard-Farbschema zurückzukriegen darüber, war ein bisschen ätzend. Es steht zwar hier drin irgendwie, man kann das dann mit einem Browser-Refresh machen, weil eigentlich sind das nur, Vorsicht, es sind größtenteils Browser-Erweiterungen, also das sieht man auch hier oben, wenn man mal in die Extensions, die kann man sich auch einzeln runterladen. Guckt, das sind alles JS-Files, also JavaScript-Files, die sich in den Browser hängen. Ich hab's irgendwie, also es war ein Krampf, dann wieder auf dieses Standardgrau hier zurückzukommen. Deswegen probiert es aus, wenn ihr wollt. Ich brauche es nicht. Mehr als die Farben macht es euch auch nicht kaputt. Aber ich möchte es jetzt für dieses Video uns einfach hier ersparen, dass ich da wieder rumbastel, bis ich alles in meinem gewohnten Grau habe. Und Battery Size, das ist die nächste Option. Die befindet sich hier, Allow Group Selection Resize. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und zwar kann man, wenn man hier mit Steuerung gedrückt hält, oder ihr könnt auch mit Steuerung einfach drüber ziehen, dann könnt ihr, so macht es nichts, so macht es auch nichts, aber wenn ihr, Moment, na, bisschen hakelig hier, achso, ich drücke die falsche Taste, ja, bin ja auch dumm. Okay, jetzt geht's, gerade eben ging's,
Was haben wir hier? Was haben wir hier? Haben wir hier einen Fehler? Ich hab's doch an, ne? Allow Group Selection Resize. Ich hab's doch an. Aber hier kann man gut sehen, dass wenn ich Shift drücke, dass es sich dann auch beim Größenändern ans Grid ausrichtet. Was macht der denn jetzt hier? Es ging eben. Interessant. Sehr interessant. Ich fand, es war eine praktische Funktion. Hier sieht man auch wieder, wie schön sich das alles am Grid ausrichtet. Ja. Steht hier noch irgendwas dazu? On the same size synchronously. Battery size is per default of false. Moment. Vielleicht haben wir hier auch einen Bug. Ich gucke es mir mal an. Allow Group. Mach's mal aus und an. Nein. Steuerung geht gar nicht. Shift auch nicht. Moment, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, das Feature ist übrigens fragwürdig. Es funktionierte eben mal bei mir. Vielleicht muss ich einmal den Browser refreshen. So. Ah. So. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall hiermit mit dieser Option die Nodes alle synchronisiert größer und kleiner ziehen. Save Image ist dabei etwas, was ich als am praktischsten empfunden habe. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier, oder Preview Image, wir haben jetzt hier 3 Nodes. Wir machen das so. Ja, guck mal an. Na, sieh mal einer, guck, ey, wie das überhaupt nicht funktioniert. Browser Refresh. Ja. Ist eine fragwürdige Funktion. Könnte praktisch sein, wenn sie denn runter funktioniert. Aber vielleicht kommt irgendwann ein Update oder so. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade so komisch ist. Egal. Colored Nodes, hier wird auch nochmal beschrieben. Wir haben uns eben dieses Bild angeguckt. Hier wird nochmal beschrieben, wie diese Colored Nodes funktionieren. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, das Kontextmenü. Im Kontextmenü habt ihr jetzt nämlich die Möglichkeit, habt ihr jetzt die Möglichkeit unter Color und Custom ein Color Wheel einzustellen oder zu benutzen und ihr seid nicht mehr auf die vorgegebenen Farben von Comfy UI angewiesen. Das kann ganz praktisch sein, glaube ich, wenn man andere Farben haben möchte oder wenn man vielleicht hat man auch ein Branding oder so in seiner Farbgebung. Eigenen YouTube-Kanal mit Branding oder sowas dann. Da könnte man hier auch wahrscheinlich gut die Farben eingeben. So, ich mache nochmal eben wieder Colors No Color. Gehen wir mal wieder zurück. Ist ganz nett, wie ich finde. Show Title on Reroute Node. Das ist auch was ganz Cooles. Utils Reroute. Wenn wir jetzt hier einen Reroute haben, zum Beispiel sagen wir mal, wir wollen die Pipe einmal umleiten. So, dann können wir jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen und Show Title sagen. Und dann haben wir hier nämlich auch einen Title. Und den können wir anpassen und zum Beispiel sagen, das ist unsere Pipe. Und jetzt sehen wir, was diese Reroute Node nämlich eigentlich macht. Das kann, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man mit den Farben nicht so vertraut ist, für Übersicht sorgen. Hide Title. Als nächstes haben wir Render Reroute as Dot. Und zwar ist das
Moment. Hier unten. Wir können einmal sagen .on. Dann wird diese Reroute-Node extrem klein, aber auch extrem fiddelig. Also man kann sie auch nicht mehr resizen. Die kriegt dann eine fixe Größe. Und man kann sie auch nicht mehr bewegen. Man kann aber hier natürlich wieder sagen .off und sie dann verschieben. Was man auch sagen kann ist Micro.on. Dann wird die noch kleiner. Also die verschwindet eigentlich komplett in so einem Workflow. Man hat hier oben noch so einen kleinen Anpacker, der übrigens auch ein bisschen fiddelig ist. Und das funktioniert dann auch nicht mehr. Da muss man oben auf den Dot drauf. So, man muss also ziemlich weit oben anpacken. Hier, dann geht das schon. Kann aber wirklich, wie gesagt, wenn man so ein bisschen größeren Workflow hat oder so, riecht die noch so? Ja, super. Dann, ja, man macht es halt ein bisschen schlanker, dass es dann so annähernd aussieht, als würde dieser Verbinder, dieser Connector einfach durchgehen. Micro.off und jetzt mal wieder eine Reroute. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ein Reroute irgendwo zu haben. Dann vielleicht als Dot oder so, wenn man hier so am Außenbereich packt, dann funktioniert das schon. Aber damit kann man so ein bisschen faken, dass man die Konnektoren durch die Gegend leitet. So, hier hat man auch nochmal beschrieben, was das Ganze macht. Haben wir gerade gesehen. Copy Image, ja, man kann jetzt ein Bild in die Zwischenablage speichern. Ich glaube, das geht aber sowieso mit Clipspace. Nun gut. Groups für Gruppen. Wenn wir uns eine Gruppe anlegen, wir machen Add Group. Oh, ja, das ist, wir ziehen den nochmal raus, machen dann mal so, machen das nochmal so. Sagen einfach mal, das hier ist unsere Group. Ziehen die jetzt mal da drüber. Das kennt man ja. Wir können dann alle Nodes in dieser Gruppe einmal bewegen. Was dieses Ding jetzt auch noch kann, ist, wir können alle Nodes in dieser Gruppe farblich markieren. Edit Group, Color, Color All. Und dann können wir hier auch wieder mit diesem Color Picker sagen, welche Farbe das Ganze haben soll. Und wir haben die Gruppe, wie auch alle Nodes da drin, kolorisiert. Geht das auch andersrum? Das ist jetzt die Frage. Color, No Color. Nein, andersrum geht es nicht. Okay, dann bleiben wir mal ein bisschen bei diesem bunten Setup jetzt. Kann aber auch ganz praktisch sein, um Workflows ein bisschen schöner oder übersichtlicher zu gestalten. Freeze, Unfreeze Group. Hier können wir eine Gruppe, eine Gruppe mit Freezen und Unfreezen. Und zwar bedeutet das, wir können ja jetzt im Moment noch innerhalb der Node, innerhalb der Group die Node bewegen. Und wenn wir jetzt sagen Freeze All, dann kann ich hier reinklicken, wie ich möchte. Die Nodes bleiben einfach eingefroren. Die Gruppe übrigens auch. Also man kann sich dann hier wund klicken, es tut sich einfach nichts mehr. Damit kann man diesen ganzen Bereich einfach mal anpinnen und freezen. Wenn ich jetzt wieder Unfreeze All mache, dann kann ich auch hier an der Stelle die Nodes wieder bewegen. Canvas. Ja, das ist so der letzte Punkt, ne? Genau. Und da bin ich in was reingerannt. Und zwar, ich habe im letzten Video schon, das war das 1.5er Model mit einem SDXL Refiner. Da habe ich nämlich gerne Folgendes gemacht. Ich mache einmal Clear. So. Und ich lade mal einen etwas größeren Workflow. Dann nehmen wir mal wieder den Upscale JSON von damals. Der ist nämlich ein bisschen größer. Und was ich nämlich im letzten Video schon gemacht habe, war... Ich hätte auch das vom letzten Video nehmen können, ist egal. Man kann jetzt hier hingehen und sagen, Rechtsklick, Pin All Nodes. Und damit kann ich hier auch an diesen ganzen Nodes rütteln und es tut sich nichts. Und das finde ich ziemlich praktisch, wenn man jetzt hier so unterwegs ist und gerade für mich, wenn ich was in einem Video präsentiere, wenn ich dann automatisch hier mal so kurz auf so eine Node drauf komme, dass ich die dann nicht irgendwo kreuz und quer hinschicke.
Die Konnektoren bleiben nach wie vor bewegbar, aber die Nodes an sich sind alle gelockt. Und ich habe diesen Workflow, ich habe gelockt gearbeitet und habe dann im letzten Video den Workflow hochgeladen. Jetzt habe ich eben User-Kommentar gekriegt. Vielen lieben Dank für solche Aufmerksamkeiten dann immer. Der Workflow war dann beim Runterladen auch nicht bearbeitbar und zumindest war es auch nicht offensichtlich, warum dem so war. Und das liegt nämlich daran, dass, ich mache mal clear, wir bauen uns mal einen ganz kleinen Workflow zusammen wieder. Ich nehme wieder einen Loader und einen Sampler. So, pack die zusammen, mach die schön, dank Grid-Snap-Funktion 1a. Sag Pin All Nodes. Jetzt kann ich die hier wieder anklicken, wie ich will. Es tut sich einfach nix. Sage Save. Speichere die mal unter Test ab. Der wird jetzt überschrieben, test.json. So. Wenn ich jetzt mal hingehe und diesen Workflow uns einmal öffne. Ihr seht jetzt zwar nichts, ich öffne ihn aber. Moment, wo ist er? Presets. Test. So, das ist der Workflow. Und zwar gibt es hier nämlich, ich gucke mal, ob ich sie so finde, sonst muss ich suchen. Ja, da ist sie. Es gibt hier Flex Pinned gleich True. Und ich habe mich gefragt, wenn das doch nur alles JavaScript-Erweiterungen sind, warum gibt es das hier schon? Und Comfy UI hat die Möglichkeit, per Default hier diesen Pin zu benutzen. Und mit der Vanilla Comfy UI Version kann man dann hier sagen, man will eine Node festpinnen oder sie wieder lose machen. Das ist im Fall von so einem großen Workflow, wie wir ihn eben hatten, natürlich doof, wenn alle Nodes gepinnt sind und User müssten hingehen und jede einzelne Node wieder anpinnen. Deswegen ist es ist praktisch, dass ich hier sagen kann Pin All Nodes, aber wenn man einen Workflow dann anderen zur Verfügung stellen will, sollte man nochmal wieder Unpin All Nodes machen, damit die wieder bewegbar sind, die Dinger. Sonst stellt euch vor, ihr habt einen 100 Nodes großen Workflow, alle sind gepinnt und jemand müsste hingehen, der diese Extension hier nicht kennt. Die wird nämlich auch nicht im Comfy UI Manager oder dann gesagt irgendwie hier, hey, dir fehlt hier eine Extension, weil die sich nur in das JavaScript des Comfy UIs reinhängt. Aber dann für diese eine Sache im Hintergrund diese Vanilla-Funktion verwendet, die aber nur auf Einzelnodes funktioniert. Das ist dann schon, glaube ich, eine ziemlich doofe Situation, die ich ja tatsächlich hatte. Ich habe dann den Workflow nochmal geöffnet, habe Unpin All Nodes gemacht, den Workflow nochmal hochgeladen und einen separaten Link zur Verfügung gestellt. Das ist dann aber echt eine ziemlich dumme Geschichte, in die man reinrennen kann. Und deswegen, ja, ist es ein bisschen doof. Gut, nur dass ihr es wisst, ne? Wenn man selber damit arbeitet, ist Pin All Nodes ziemlich super und praktisch. Wenn man es anderen zur Verfügung stellen möchte, denkt dran, es zu unpinnen auf jeden Fall. Niemand will 100 Mal auf Pin klicken. Ja, ist ein zweischneidiges Schwert, wie man so sagt. So, ich zeige euch noch die letzte Funktion und zwar wir laden wieder unseren Upscale Workflow. Ja, wenn das passiert, macht einmal einen Refresh, macht Load und sagt dann nochmal Upscale. Dank Comfy UI. Wir können nämlich auch jetzt hier sagen, mit der Extension, wir möchten einfach den ganzen Workflow einmal vertikal arrangiert haben. Dann sieht das Ganze so aus. Oder wir können sagen, wir wollen den ganzen Workflow einmal horizontal angeordnet haben. Dann sieht das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist. Es ist schön, irgendwie dran gedacht zu haben. Aber ich glaube, wenn man sich seine Workflows zusammenbaut, dann macht man das auch ein bisschen irgendwie mit, ja, man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie, wann, wo, was irgendwie langlaufen soll. Das ist das aus dem letzten Video zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Arrange Vertical.
macht er mir das so. Wir können ja mal kurz gucken, was er hier macht. Hier oben sind dann irgendwie die Prompts. Hier ist, ich habe keine Ahnung mehr, was hier vor sich geht. Ich weiß es einfach nicht mehr, was... Mit horizontal wird es dann besser. Wo bist du? Da oben. Ich meine, ich orientiere mich eh immer horizontal. Aber ob der Workflow dann besser wird, das hier sieht ein bisschen tatsächlich so aus wie das, was ich gebaut hatte. Hier wahrscheinlich auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Workflow wirklich horizontal schon konzeptioniert hatte. Hier unten reißt es den aber ein bisschen unsinnig durcheinander. Wahrscheinlich mit den Texten und so, die ich ja noch Positive, Positive 2 und Negative sortiert hatte. Naja, aber die Funktion gibt es. Benutzt sie oder benutzt sie nicht. Ich finde auf jeden Fall das Pin und Unpin ziemlich cool, weil wenn man selber damit arbeitet, ist es extrem praktisch. Übrigens gilt das nicht für neu hinzugefügte Nodes. Wenn ich jetzt mal, wir sagen jetzt mal, ich mache jetzt nochmal Save Image. Wir sagen jetzt mal, wir wollen die 3 mal haben hier an der Stelle. So, und ich sage Pin All Nodes, dann kann ich die 3 nicht mehr bewegen. Wenn ich jetzt allerdings eine neue hinzufüge, kann ich die bewegen. So, das heißt, die müsste ich auch wieder sortieren und Pin All Nodes sagen, dann ist die auch wieder mit fixiert. Wenn ich eine gepinnte Node kopiere, bleibt die fixiert. Das kann auch ein bisschen lästig sein. Ihr wollt noch ein zweites Save Image machen, macht Copy-Paste. Ihr klatscht das irgendwo hin, wo ihr es gerade braucht, dann könnt ihr die nicht bewegen. Dann müsst ihr die Node einmal wieder mit Pin anpinnen, an die richtige Stelle ziehen und wieder sagen Pin All Nodes. Ja, das muss man einfach dann mal durchgemacht haben, damit man es weiß. Und das sind so ein paar lästige Dinge an der Stelle. Aber die positiven sind auf jeden Fall gegeben in dieser Extension. Und was ich ganz besonders cool finde, ist Force Snap to Grid. Grid Size einstellen, Force Snap angeben und man kann wesentlich bequemer sich hier die ganzen Nodes zusammenziehen. Sie arrangieren sich selber, es ist wesentlich praktischer hier. Dann alles ein bisschen schneller und schöner hinzukriegen. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt die Node ja, oder die Extension, das ist ja keine Node, die Extension selber mal ausprobieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.